Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder ein Video mit Laura und mir gemeinsam. Ich habe wieder einige Ausdrücke aus unserem Alltag gesammelt und über genau die werden wir heute sprechen. Also ja, falls du uns noch nicht kennst, wir sind Laura und Theresa. Wir sind Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen und auf unserem Kanal dreht sich alles um die echte, authentische, natürliche deutsche Sprache. Also herzlich willkommen. Und jetzt würde ich sagen, geht's los, oder? Jawohl, Let's go! Wie immer sprechen wir in diesem Video ganz authentisch unsere natürliche Sprechgeschwindigkeit in unserer Muttersprache. Das heißt, für euch ist es ideal, um euer Hörverstehen zu trainieren. Bitte glaubt nicht, dass ihr jedes Wort verstehen müsst. Das ist überhaupt nicht nötig. Es geht darum, dass ihr ungefähr versteht, worüber wir reden. Ihr könnt sehr gerne auch die Untertitel aktivieren und mitlesen. Versucht es aber unbedingt auch ohne Untertitel, damit ihr euch an das authentische Deutsch gewöhnt. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt, Laura. Ne? Ich habe wieder meine Liste dabei mit allen Ausdrücken. Und dieses Mal geht es um Ausdrücke mit stellen, mit dem Verb stellen. Vielleicht kannst du erst mal sagen, was bedeutet stellen überhaupt? Stellen ist eine Aktion, die man macht. Also zum Beispiel, wir haben hier ein Glas. Ich könnte das Glas auf den Tisch stellen. Also ich bringe es in eine vertikale Position und positioniere es irgendwo. Genau, das ist dann der Unterschied zu legen übrigens. Legen ist dann eben die horizontale, also ich kann zum Beispiel einen Stift kann ich legen, es ist horizontal, oder ein Buch, ich lege das Buch auf den Tisch. Stellen ist eben vertikal. Genau, sehr gut. Und genau, damit haben wir jetzt ein paar Phrasen und wir starten mal mit der ersten, und zwar etwas auf den Kopf stellen. Etwas auf den Kopf stellen. Wenn du etwas auf den Kopf stellst, dann hat das eigentlich eine Bedeutung im übertragenen Sinn, denn man macht irgendwas komplett chaotisch. Man verursacht ein Chaos. Ich dachte gerade zum Beispiel an kleine Kinder, die in ihrem Zimmer spielen und wirklich alle Spielsachen aus den Schränken reißen. Und die Mama und der Papa kommen ins Zimmer und sagen, oh mein Gott, was ist hier passiert? Du hast das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt. Ja. Also ein Chaos angerichtet. Genau, alles einmal umgedreht, sozusagen auf den Kopf gestellt. Ja, genau. Total, oder ich dachte gerade an so eine Situation, man hat seinen Schlüssel irgendwo hingelegt und man weiß nicht mehr, wo ist der, also blöde Schlüssel. Und man durchsucht die komplette Wohnung und man stellt die komplette Wohnung auf den Kopf. Jede Schublade, jeder Schrank, unter dem Teppich, unter der Couch und so. Man macht ein bisschen Chaos, um diesen Schlüssel zu finden. Genau. Man stellt die Wohnung auf den Kopf. Auf den Kopf stellen heißt ja eigentlich immer etwas genau andersrum drehen, ne? Genau. Ich dachte gerade auch an so Fotos. Wenn du ein Foto mit dem Handy andersrum machst, dann wird es dir in deiner Galerie natürlich auch falsch rum angezeigt. Ja. Dann könntest du auch sagen, das Foto steht jetzt auf dem Kopf. Ja, genau. Dann ist es die Position, also es steht auf dem Kopf und nicht steht. Genau. Okay, sehr gut. Dann geht es weiter mit Stellen. Und auch mit einem Körperteil, aber nicht mit dem Kopf, sondern mit den Beinen. Etwas auf die Beine stellen. Wenn du etwas auf die Beine stellst, dann heißt das meistens, dass du irgendwas organisierst oder irgendwas schaffst, was vielleicht nicht selbstverständlich ist. Ja. Also als Beispiel, du möchtest vielleicht eine Geburtstagsfeier organisieren. Und du hast deinen Freunden nur gesagt, naja, wir machen so eine ganz kleine Feier, nichts Besonderes, wir essen Kuchen und Kaffee und fertig. Und deine Freunde kommen und du hast das komplette Haus dekoriert. Du hast vielleicht eine Band organisiert. Also du hast irgendwas total Unerwartetes gemacht. Und dann könnte man sagen, hey, was hast du denn da auf die Beine gestellt? Das ist ja unglaublich. Ja, genau. Oder auch so Thema Selbstständigkeit. Ja, genau. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wir machen jetzt Social Media, unsere Kanäle irgendwie seit 4-5 Jahren oder so. Und wenn man sich natürlich anguckt, wie haben wir angefangen und wo sind wir jetzt, dann können wir auch sagen, boah, cool, was wir da auf die Beine gestellt haben. Also was man einfach geschafft hat. Also etwas schaffen, es auf die Beine stellen. Ja, genau, richtig. Also sich selbst auch etwas aufbauen. So. Passt ja eigentlich auch für alle Deutschlerner, oder? Wenn man sagt, natürlich. Hey, du fängst irgendwo bei 0 an und jetzt bist du irgendwo bei B2 und verstehst unsere Videos. Wie cool ist das denn? Also was hast du auf die Beine gestellt, um das zu schaffen? Absolut, genau. Okay, der nächste Ausdruck hat nichts mehr mit Körperteilen zu tun, sondern er heißt jemanden in den Schatten stellen. Also eine Person in den Schatten stellen. Okay.
Wenn du eine Person in den Schatten stellst, dann ist diese Person ja im Schatten, im Dunklen irgendwo und du selbst stehst strahlend in der Sonne und bekommst die volle Aufmerksamkeit sozusagen. Und alles, was im Schatten steht, ist dunkel und sieht man nicht. Ja, so. Genau. Nur dich sieht man. Genau, man sieht nur dich, wie du in der Sonne stehst und glänzt und strahlst. Und das meint halt eigentlich so viel wie, du hast irgendwas erreicht, was diese andere Person im Schatten nicht geschafft hat. Ja, genau. Oder dass dann jetzt zum Beispiel irgendwie ein Talent. Ich denke gerade irgendwie an Olympia und es gibt Turnerinnen und eine Person sticht wirklich hervor. Sie ist wirklich die Beste der Besten und sagt, boah, also ihre Leistung stellt alle anderen Teilnehmerinnen in den Schatten. Bedeutet also, die im Schatten, die sieht man gar nicht mehr, weil sie so toll ist, weil sie so im Fokus ist sozusagen. Ja, und weil sie auch die volle Aufmerksamkeit bekommt von den Medien und von den Zuschauern und so. Ja, genau. Also in diesem Kontext würde man, glaube ich, sagen, dass man etwas leistet, was so toll ist, dass alles andere im Schatten steht, also alles andere vernachlässigt werden kann, sozusagen. Ne? Das ist jemanden in den Schatten stellen. Okay. Der nächste Ausdruck ist etwas zur Schau stellen. Es passt so thematisch so ein bisschen dazu. Etwas zur Schau stellen. Ja, wenn man irgendwas präsentieren möchte. Also du möchtest den anderen zeigen, so was hast du erreicht, was hast du dir vielleicht leisten können oder so. Ja. Da würde ich sagen, dass das jemanden in den Schatten stellen, dass das schon eher bewundernswert ist, wohingegen etwas zur Schau stellen negativ konnotiert ist. Also das auf jeden Fall, wenn man damit auch assoziiert, dass jemand irgendwie ein bisschen angeberisch ist. Also ich dachte gerade, typisches Beispiel, Autos. Jemand kauft sich irgendwie sein 5. Auto und stellt das so toll poliert vor die Haustür und alle Leute, die vorbeigehen, schauen und er demonstriert das aber auch ganz stolz. Ja. Dann könnte man sagen, er stellt das jetzt zur Schau. Und man muss ja auch sagen, dieses Schau ist ja das deutsche Wort für Show. Ja, also genau. es ist ja eine Show. Es ist vielleicht ja gar nicht die Realität, sondern man gibt vor, oder das ist oft ja auch irgendwie so bei Kindern oder so, dass Eltern oder Elternteile irgendwie vielleicht ihr Kind präsentieren und ihr Kind zur Schau stellen. Ja. So schaut her, was ich mir leisten kann, was mein Kind kann oder so. Ja, oder es kennt sich ja jeder auch von Social Media, ne? Wenn man durch Instagram oder sowas scrollt und man sieht dann, wie perfekt das Leben von den anderen ist. Ja. Perfekt, ja, genau, ne? Und man sagt, okay, also hat er jetzt schon ein bisschen zur Schau gestellt. Ja, genau. Man kann definitiv auch ein ganzes Leben zur Schau stellen. Ja. Also negativ auf jeden Fall gemeint. Ja, genau. Okay, dann ist das nächste etwas in den Raum stellen. Ich stelle jetzt etwas in den Raum. Ah, okay. Ich kenne das so, dass man sagt, man stellt eine Frage in den Raum zum Beispiel. Man meint damit, dass man mit mehreren Personen gerade vielleicht über irgendwas diskutiert, über irgendwas spricht und man möchte ein Thema ansprechen und schmeißt diese Frage zu den Leuten und sagt, okay, ich stelle das jetzt mal in den Raum. Was sagt ihr dazu? Ja, genau. Es ist so ein bisschen wie, wenn man sich so eine Schüssel mit Futter, also Essen für Tiere vorstellt. Man stellt sie in den Raum und so jeder kann jetzt darauf zugreifen sozusagen. So ist es metaphorisch ja irgendwie auch gemeint. Es gibt auch den Ausdruck etwas in den Raum werfen zum Beispiel. Also das heißt, man macht dieses Thema jetzt mal verfügbar für alle und alle können sich äußern, macht was mit diesem Thema. Genau. So, ja, genau. Man stellt stellt die Frage in den Raum. Die Frage oder vielleicht gar nicht nur eine Frage, sondern vielleicht auch irgendeine These über irgendwas, deine Meinung. Du sagst, okay, ich stelle das jetzt mal in den Raum und ihr macht damit, was ihr wollt. Ja, genau, ja. Das machen wir ja teilweise im Unterricht auch so, dass wir eine Aufgabe in den Raum stellen sozusagen oder vielleicht eine These und dann sollen unsere Teilnehmenden irgendwie diskutieren darüber oder so. Ja, genau. Etwas in den Raum stellen. Okay, und der letzte Ausdruck ist, sich jemanden in den Weg stellen. Oder so der Ausdruck, ich will mich dir nicht in den Weg stellen. Also das ist eigentlich ja auch fast wörtlich zu verstehen. Wenn ich mich dir in den Weg stehe, dann kommst du nicht vorbei an mir. Also ich stelle mich vor dich hin und sage, hey, du kommst hier nicht vorbei. Dann stehe ich in deinem Weg, ich lasse dich nicht durchgehen. Ja.
In welcher Situation würdest du sowas sagen? Also ich habe gerade so klassischerweise, ehrlich gesagt, an so Dating-Situationen gedacht. Also so, dass man so zwei Menschen daten sich und es gibt aber noch eine dritte Person, die vielleicht Informationen hat oder so. Und diese Informationen behält die Person, aber die dritte Person und sagt sich, ich will mich denen jetzt nicht in den Weg stellen. Geht ihr euren Weg. Ich behalte vielleicht meine geheimen Informationen für mich oder vielleicht auch meine Gefühle für mich. Ne? Es kann ja sein, eine dritte Person ist emotional auch involviert und sagt aber, okay, nee, ich will mich euch nicht in den Weg stellen. Genau. Ich möchte euch nicht an eurem Glück hindern oder irgendwie so. Also ich möchte kein Hindernis, keine Blockade für euch sein. Ja, genau. Okay, dann wiederhole ich nochmal, welche Ausdrücke wir jetzt hatten. Also, etwas auf den Kopf stellen. Ein Chaos anrichten, alles durcheinander bringen. Etwas auf die Beine stellen. Irgendwas Großartiges schaffen. Jemanden in den Schatten stellen. Jemanden übertreffen. Gut. Etwas zur Schau stellen. Etwas arrogant präsentieren. Genau. Etwas in den Raum stellen. Etwas zur Verfügung stellen. Ja. Oder zur Diskussion freigeben, sozusagen. Okay. Und sich jemanden in den Weg stellen. Jemanden an etwas hindern. Genau. Oder blockieren oder so. Ja. Ja, genau. In welcher Art auch immer. Ja, sehr gut. Okay, dann kannst du dich jetzt gerne einmal testen, ob du alles richtig verstanden hast. Wir haben nämlich wieder ein paar Quizfragen vorbereitet. Und ansonsten war's das mit dem Video. Vielen Dank, Laura. Ja, sehr gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann wirst du auch die zukünftigen Videos von uns nicht verpassen. Also ja, viel Spaß bei den nächsten Videos, wenn du noch Zeit hast. Und genau, dann bis zum nächsten Mal.